Hallo und willkommen in meiner Küche. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Wir hatten also eine kleine Dose Kaviar im Kühlschrank und wollten damit das Leben genießen. In einem Restaurant in Düsseldorf hatten wir einmal Spaghetti mit Kaviar gegessen, was sehr lecker war. Diese Kombination ist ebenso einfach wie genial und wie das geht, zeige ich in diesem Video. Ein Döschen echter Störkaviar ist gar nicht so teuer, wie viele vielleicht meinen. Und selbst gekocht kostet dieses Essen einen Bruchteil des Preises im Restaurant und das auch noch mit deutlich mehr Kaviar. Wenn man wenig ausgeben möchte, kann man natürlich auch Seehasenrogen nehmen. Zunächst einmal wird Spaghettiwasser aufgesetzt mit einer guten Prise Salz. Die Spaghetti werden bereitgelegt. Ich rechne 80 Gramm pro Person. Dann wird der Champagner oder ein herber Schaumwein geöffnet. Wir haben hier einen Rosé-Champagner genommen, aber ein weißer geht natürlich auch. Die Kaviardose muss natürlich auch noch geöffnet werden. Das geht manchmal etwas schwer. Man kann dann mit einem Löffelstiel nachhelfen. Bei dem Kaviar, den ich hier verwende, handelt es sich um solchen aus einer deutschen Störzucht, der ohne Konservierungsstoffe auskommt. Es gibt ihn in verschiedenen Qualitäten zu unterschiedlichen Preisen. Dies hier ist der günstigste vom sibirischen Beri-Stör, der recht intensiv schmeckt und sich daher gut eignet für dieses Essen. Die Spaghetti werden in das gesalzene Kochwasser gegeben und von nun an läuft die Zeit, denn gutes Timing ist wichtig. Nudeln und Soße sollten in etwa gleichzeitig fertig werden. Ein Topf mit etwas Wasser wird aufgesetzt, den benötigen wir für die Herstellung der Soße. Dazu werden für 2 Personen 2 Eier getrennt und die Eigelbe in einen Schlagkessel gegeben. Hier zeige ich, wie ich die Eigelbe mit Hilfe eines Löffels ganz einfach vom Eiweiß trenne und in die Schüssel gebe. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Auf die Eier werden etwa 90 Gramm Champagner gegossen. Dann wird der Champagner mit den Eiern verschlagen. Außerdem stelle ich 30 Gramm geschlagene Sahne bereit. Der Schlagkessel wird auf das kochende Wasser gesetzt und nun wird die Eigelbmasse wie bei einer Winzercreme aufgeschlagen. Das Eigelb darf nicht heißer als 82 Grad werden, denn sonst stockt es, weswegen ich das Thermometer benutze. Aber man kann sich darauf nicht unbedingt verlassen. Wenn das Wasser im Topf darunter stark kocht, ist die Hitzezufuhr sehr intensiv und die Erwärmung geht so schnell, dass die Spitze des Thermometers es nicht so schnell erfassen kann. Die richtige Temperatur ist auf jeden Fall erreicht, wenn die Eimasse ganz leicht anfängt zu dampfen und das Eigelb dicklich wird, ganz egal was das Thermometer anzeigt. Also unbedingt gut beobachten. Dann muss der Schlagkessel schnell vom Feuer genommen werden. Hier zeige ich nochmal, wie dick die Masse geworden ist. Sie wird zur Seite gestellt, denn die Spaghetti sind fertig und können aus dem Wasser geholt werden. Sie werden auf die vorgewärmten Teller verteilt. Unter die Eimasse wird nun noch die bereitgestellte Sahne gerührt und es wird noch etwas gesalzen. Die Soße wird dabei auch nochmals etwas aufgewärmt. Dann wird die Soße rasch auf die Nudeln verteilt. Am Ende wird großzügig der Kaviar darauf gegeben. Die Menge kann natürlich jeder nach seinem eigenen Geschmack bemessen. Fertig ist eine super leckere, kleine, feine Vorspeise.
Eigelb, Kaviar und Champagner ergänzen sich sehr gut. Vielleicht probiert ihr diese besondere Speise ja einmal während der bevorstehenden Festtage aus. Ein Glas Champagner oder Schaumwein passt hier selbstverständlich am besten. Viel Spaß beim Kochen und Genießen und wie immer, guten Appetit!